Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Leute, ich weiß es. Ich habe in letzter Zeit wieder viele Tesla-Videos gebracht, aber man muss fairerweise auch sagen, wir sind alleine 5000 Abonnenten dazugekommen, nur durch Zweiräder, durch elektrische Zweiräder. Und ich versuche euch nicht zu vergessen. Ihr kennt mich, ich passe auf euch auf. Und zwar, ihr seht hier hinten im Hintergrund den 6.0. Wer das DMG-Video gesehen hat, hat gesehen, dass ich so ein Ding schon mal hatte. Das hat 45 km/h Spitze, ist eigentlich alles in Ordnung soweit. Aber ich kann euch mal eins sagen, jetzt gibt es die Pro-Version davon. Und die Pro-Version steht direkt hier neben mir. Wir schwenken mal kurz hin. Darum soll es nämlich heute gehen. Die City Twister 6.0 Pro-Version, 5000 Watt, richtig schöne Geschwindigkeit von 110 Spitze. Wir sprechen über den Akku, wir sprechen über das komplette Design und ja, alles was dazugehört. Jetzt stellt ihr euch aber natürlich die Frage, ja André, wie sieht es überhaupt generell mit der Zukunft des Kanals aus? Wirst du uns öfters mal Zweiräder zeigen? Und ich kann euch sagen, ich habe lange rumtelefoniert, ich habe lange auch mich erkundigt, wie ich das mit euch verpacken kann, dass wir einerseits die E-Autos haben, andererseits natürlich die Zweiräder, die elektrischen, und ich habe jetzt einen Weg gefunden. Ich begrüße recht herzlich den Siad, Hallo. den Chef von City Twister. Mensch, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch Gut. alles Super, gut soweit, perfekt, schön. ja. Siad, pass auf, wir haben ja lange telefoniert und es wird jetzt so, du hast nicht nur die beiden Modelle in Angebot, sondern mehrere Zweiräder. Kommen jedes Jahr 2 bis 3 neue Modelle auf den Markt. Wahnsinn, Auf jeden wa? Fall, ja. Und wir beide werden jetzt für euch öfters mal was abdrehen, ein paar Modelle vorstellen. Ich komme öfters jetzt hierher und ich freue mich mega. Das bedeutet, nach dem Intro sprechen wir mal kurz über deine Halle. Wir machen mal einen kurzen Schwenk über die ganzen Modelle und dann geht es wirklich um dieses hübsche Baby hier. Da werden wir im Detail darüber mal gucken. In diesem Sinne, nach dem Intro geht's los. Damit ihr eine grobe Vorstellung habt, was euch jetzt in Zukunft hier auch auf dem Kanal erwartet, schaut einfach mal hier in den Hintergrund. Siad, deine Halle ist wirklich mächtig. Hier drüben stehen hunderte Kartons mit Zweirädern. Das bedeutet auch Verschiedene Modelle. verschiedene Modelle, was du alles meinst. Wir können ja mal kurz durchgucken, nur dass ihr einen Einblick habt. Hier seht ihr im Prinzip voller Rollo-Version. Hier ist nochmal der 6.0 Pro mit einem anderen Design. Und ich werde alle testen. Ich verteste für euch alle Teile. Wir sehen hier sogar einen mit Offroad-Stollen und so. Also es wird mega. Abonniert gerne den Kanal. Ich kann euch auch sagen, ihr könnt diese Roller bei Siad direkt kaufen. Wa? Das muss man fairerweise sagen. Genau. Gibt einen Rabattcode, da komme ich aber alles später zu. Wa? Ich will noch nicht zu viel verraten. Und in diesem Sinne, Siad, überlässt du mir jetzt die Schlüssel und ich darf jetzt mal den Alles 6.0 klar. Pro mal testen. Auf jeden Fall. Perfekt. 12 Sekunden später. So Leute, also ihr merkt schon, ich möchte die beiden Welten, die ich gerade in meiner Followerschaft habe, in der Community, möchte ich gerne vereinen. Das heißt die Zweiräder und die Vierräder. Und ja, heute geht es um den 6.0 Pro. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch, dass ich hier mit als erster auf YouTube den vorstellen darf. Wir haben nochmal extra beide rausgestellt. Das heißt, hier drüben haben wir die 45 km/h Version und hier ist 110 km/h Spitze. Ihr seht auch von der Optik, gerade von den Reifen, hinten auch den kleineren Reifen, das ist alles im Prinzip vom 6.0 abgekupfert und man kann echt sagen, die Pro-Version ist der größere Bruder von der 45 km/h Version, die ich früher ja auch hatte. Aber mal ganz im Ernst, Leute, wenn man B196 hat und dann ja, auch größere Maschinen fahren darf, das ist eine Erleichterung hoch 10. Ihr könnt bei den Landstraßen mal entspannt mitschwimmen, gerade mit 110 Sachen, da ist mal kein Hindernis mehr. Ich habe es damals selber gesehen, 45 km/h ist so, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, nicht so Fisch und nicht Fleisch, wisst ihr, was ich meine? Und jetzt mit der neuen Version, die jetzt eigentlich erst 2023 kommen sollte und sie hat die jetzt schon im Portfolio hat, ist das natürlich eine Lecke. Wenn wir uns mal hier die Wattchenreifen angucken, das ist ein 180er. Ich halte mal meine Hand hier hin, das hat manches Auto da draußen nicht. Es ist schon echt mächtig, was wir hier geboten kriegen. Komplett LED rundherum. Ist auch heute Standard der Zeit. Das muss auch einfach sein. Ich kann ja mal den Blinker anmachen. Da seht ihr auch, wie der Blinker im Prinzip funktioniert. Das war hier drüben. Mache ich mal einen linken Blinker an und dann seht ihr auch schön fließend. Das hat doch was. Oder das ist modern. So muss das sein. Ich mache den mal wieder aus. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über die Details. Vorne böser Blick. Schönes, designerisch umgesetztes LED-Licht. Wir haben hier vorne natürlich auch zwei Bremsscheiben, linke Seite und rechte Seite. Die hatten wir beim 6.0 damals schon und da habe ich gesagt, ey, das ist doch überdimensioniert. Was brauche ich denn so dicke Scheiben bei 45 km/h? Bei der Pro-Version würde ich jetzt sagen, perfekt. So muss es sein. Sicherheitsfeature auf jeden Fall dabei. Und ja, Akku ist hier drin verbaut. Können wir auch mal gleich drüber sprechen, weil viele fragen immer, ja, wie sieht das aus mit den Akkus und so weiter? Muss ich da was beachten? Und da kann ich euch sagen,
Es gibt zwei unterschiedliche Batteriezellchemien. Einmal die, die wir typischerweise im Elektroauto haben, zum Beispiel in meinem Tesla da hinten. Und einmal die, die jetzt hier verbaut ist. Hier drin ist ein LFP-Akku. Das bedeutet Lithium-Eisen-Phosphat-Akku. Ist geil. Der hat riesen Vorteile und einen Nachteil, den werde ich euch gleich sagen. Die Vorteile sind folgende. Im Prinzip sind hier 7,2 Kilowattstunden verbaut. Das bedeutet 100 Ampere-Stunden mal 72 Volt System. Bedeutet 7,2 Kilowattstunden. Das ist für ein Zweirad auf jeden Fall in Ordnung. LFP hat die Eigenschaft, dass ihr immer bis 100% laden könnt. Das heißt, ihr nehmt das Teil, stellt ihn in eure Garage rein, ladet, das zeige ich euch gleich wo. Und dann könnt ihr immer bis Anschlag laden, müsst euch keine Sorgen machen. Mit einem normalen Lithium-Akku, wie zum Beispiel bei mir in der Karre, da ist es so, dass ich eigentlich nur bis 80, ja, vielleicht so bis 90% laden soll. Aber nicht drüber, immer 100% ist scheiße, das ist schädlich für den Akku. Die Probleme habt ihr hier nicht. Und ein Riesenvorteil auch, angenommen, das wird euch dann mit Sicherheit passieren, ihr fahrt mit dem Teil rum, dann kommen Passanten zu euch oder Leute von der Straße und sagen, oh, umweltschädlich und sowas, da ist doch Kobalt drin, menschenunwürdige Bedingungen, wie das ja, gebaut wird und so. Und da könnt ihr ganz entspannt sagen, no, 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 das ist ein LFP-Akku, der hat kein Kobalt drin. Nein, hat er nicht. Das kann ich euch versichern, könnt ihr auch im Internet nachlesen. LFP-Akkus haben kein Kobalt. Das bedeutet, dieses Argument zählt einfach nicht mehr. Und ja, von daher habt ihr da auch grünes Licht. Und was man natürlich auch sagen muss, ganz einfach, der ist sehr robust, zyklenfest und so. Da könnt ihr wirklich Zyklen reinklauen, Hunderte. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Der Akku ist sehr, sehr robust da draußen. Aber ich habe euch auch gesagt, es gibt einen Nachteil und zwar, das sage ich fairerweise auch, diese LFP-Akkus haben ein Spannungsniveau, was sehr gleich ist, egal bei welchem SOC. Das bedeutet, ich habe 100%, da ist der bei 3,4 Volt. Und wenn ich nur 20% habe, ist der bei 3,2 Volt. Das heißt, die Spanne ist sehr gering. Bedeutet, das Batteriemanagementsystem hat manchmal so ein paar Probleme, den genauen Ladestand abzuschätzen. Das bedeutet, hier beim Handy zum Beispiel seht ihr ja oben, ist jetzt noch 20% voll oder so. Hier geht das auch, aber das zeigt euch dann 20% an, kann aber auch 25 sein oder 20. Das bedeutet, es ist so nicht ein korrekter Wert. Wisst ihr, was ich meine? So ein Schätzwert. Das hatte ich auch das Problem bei meiner mit der DMG, die ich mir aus China an der letzten Ecke importiert habe. Und da war es ja auch so, der Akku war schon nahezu am Nullpunkt und ich dachte, okay, ich prüge immer noch, weil waren ja noch ein paar Prozent drin und das täuscht manchmal. Da muss man ein bisschen aufpassen, immer mal ein bisschen die Kilometer im Auge behalten, die ihr schon geballert seid. Ansonsten ist das nur ein kleiner Tipp von mir. Der Akku ist wirklich super, müsst ihr nichts beachten und gerade für Anfänger sehr gut geeignet. Hier drüben haben wir das Zündschloss und auf der Seite befindet sich auch die Ladebuchse. Das bedeutet, ich mache die mal auf hier. Es ist ein Gummilaschet dabei. Sehr schön, dass es vor Wasser geschützt ist. Und dann könnt ihr hier mit dem Ladegerät im Prinzip rangehen und in 4,5 Stunden ist der wieder voll. Das heißt, da könnt ihr schon wieder ballern und ja, mit einer realen Reichweite von, ich sag mal 100 bis 150 Kilometer kann man da auch schon mal ordentlich eine OKF, eine Ortskontrollfahrt machen. Oh, 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 es zieht langsam zu. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben hier, nicht, dass wir gleich in eine Regenschau reinkommen. 180er Reifen hinten drauf, 13 Zoll, vorne haben wir 17 Zoll. Komplettes LED-Licht, hier kommt euer Kennzeichen dran. Das seht ihr hier auch. Finde ich, ist eine coole Lösung, ist nicht so altbacken. Das heißt, sieht auch dann auch ganz fresh aus, wie die neuen Modelle auch. Hier hinten haben wir das Herzstück im Prinzip, was den Antrieb angeht. Das ist ein Nabenmotor. Bedeutet, hier sind 5000 Watt Power verbaut und ja, bürstenlos, das bedeutet komplett wartungsarm. Keine Sorge, Akku nahezu wartungsarm, hinten der Antrieb auch wartungsarm. Das heißt, ihr kauft das Bike und habt einfach Spaß, so wie es sein muss. Und hier haben wir auch mal 2 Federdämpfer drin, weil ganz einfach, wir Europäer sind ja doch ein bisschen schwerer als wie die Chinesen, von daher passt das dann auch. Und auch für den Beifahrer, richtig, ihr habt richtig gehört, für den Beifahrer haben wir hier nochmal extra Fußrasten, denn hier können sich die Beifahrer festhalten und ja, einfach Spaß haben. Das Bike, so wie es jetzt hier steht, wiegt 110, ja ich sag mal 120 Kilogramm mit Akku, ist jetzt, ich würde sagen, in der Klasse kein Schwergewicht oder Leichtgewicht, es ist ein völlig normales Gewicht. Wir haben hier noch ein Ablagefach drin, wenn ich euch das mal gerade zeige, ich mach's mal raus. Dann könnt ihr hier noch mal euer Portemonnaie reinlegen oder mal eine Flasche Wasser oder ja, irgendwie was ihr für die Tour braucht, die ihr macht. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über den Lenker. Da ist nämlich der komplett neue TFT-Monitor verbaut. Wir haben hier eine Anzeige, kennt ihr vielleicht schon von meiner DMG, mit
ja, wie viel Kilometer runter hat. Hier drüben ist der Trip, was ihr gefahren seid. Hier sind die Modi. Und hier Drehzahl mit SOC, also State of Charge. Und hier drüben, das ist die Voltanzeige, die ich meinte, die müsst ihr im Auge behalten. Hier steht die jetzt auf 75. Wenn die mal runterknacken sollte, auf unter 60 oder so, dann heißt, euer Akku ist auf jeden Fall schon leerer. Ich frage mich gerade, was das Zeichen hier ist. Muss ich gleich mal ans Seat fragen. Fakt aber auch, das ist der komplett neue TFT. Ich mache die mal aus gerade, dann zeige ich euch das mal. Und jetzt wieder an. Und dann seht ihr hier auch die Animation, das ist schon echt cool gemacht. Die Chinesen, die sind einfach heftig unterwegs. Und warum ist der TFT-Monitor neu? Viele fragen mich immer, Thema Rekuperieren. Gewinnt das Bike beim Bergabfahren Energie zurück? Und da kann ich euch sagen, ja, macht er. Und zwar wird das euch sogar jetzt hier angezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das mal einfangen kann später, wenn ich mal fahren sollte. Hat jetzt leider keine Zulassung, aber ich drehe hier mal über den Platz eine kleine Runde. Vielleicht kann ich das dann schon einfangen. Und da kommt hier ein Icon, wisst ihr, was ich meine? Und das ist Rekuperation. Wir haben den Lenker hier auch. Da haben wir ganz normal Abblendlicht, Fernlicht. Die Blinker habe ich euch ja gezeigt. Hier ist die Hupe verbaut. Können wir mal hupen? Auch dabei. Hier drüben ist der Parkmodus. Das bedeutet, jetzt steht er auf Modi 1. Dann drückt er einfach auf P, zack, und er hat die Parkposition eingenommen. Dann könnt ihr im Prinzip auch hier am Gas dran drehen. Da passiert überhaupt nichts und seid safe. So Leute, und soll ich euch ein Highlight sagen? Das Teil hat sogar einen Rückwärtsgang. Wir müssen den R-Button gedrückt halten. Dann erscheint das hier drüben. Und dann gebe ich mal leicht Gas. Und dann seht ihr schon, geht zurück. Ich habe gerade mal geguckt, auf Hintergrund was ist. Also ihr könnt dann echt Gas geben und rückwärts fahren. Das ist ein Sicherheitsfeature einfach, was ich sehr sinnvoll erachte. Und hier drüben seht ihr auch die Taste Modi. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal durchklicke, haben wir 3 Modi insgesamt. 1, 2, 3, der dritte ist der sportlichste und ich glaube für die geübten Fahrer da draußen auch der geeignetste. Sonst haben wir hier noch Warnblinklichten, so ganz normales Programm. Hier haben wir USB sogar, können wir anschließen, haben mit Bluetooth-Steuerung, also feiste Sache. Ihr seht ja hier drüben auch, kann man das Handy entspannt einspannen und finde ich cool, finde ich einfach cool. Ich gehe mal ein bisschen raus in der Kamera, dann seht ihr mal die Lenkerposition, das hat schon was, wa? Und das Kranke ist ja, das Teil ist ein Leichtkraftrad, wa? Und man muss fairerweise dazu sagen, es bezahlt sich selber. Ihr kriegt Geld dafür, dass ihr umweltbewusst fahrt. Auf dem Papier, wie auch immer, ist ja scheißegal, aber ihr kriegt Geld dafür. Und zwar von der THG-Prämie. Blende ich euch unten mal ein. Ich habe den Ablauf schon mal geschildert, da werde ich auch noch mal ein separates Video zu machen, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Muss mal gucken, weil ich das hochlade. Und zwar, ihr beantragt die THG-Prämie, die ist für dieses Jahr 2022 zum Beispiel 400 €. Das heißt, wenn ihr das Bike kauft, zahlt sich das über die Jahre selber ab. Das ist so krank einfach. Ihr werdet belohnt dafür, dass ihr kein Dieselgeruch ausstoßt oder beziehungsweise diesen Ruß und so. Das heißt, ihr kriegt 400 € jedes Jahr. Nehmt den Link dazu. Wir arbeiten mit Geld für E-Auto zusammen, haben da schöne Tarife für euch ausgehandelt. Fahrzeugschein hochladen, das braucht ihr, diesen Fahrzeugschein hochladen und den Rest macht Geld für E-Auto und ihr kriegt dann innerhalb von 12 Wochen euer Geld ausgezahlt. Das ist in der Branche der Marktführer und kann ich euch nur ans Herz legen, wa? Link unten in der Videobeschreibung. Ein paar Sekunden später. Also ich soll dich aufnehmen. Genau, zeige ich dir gleich. So Leute, ich habe mir mal gerade Höfe geholt, weil ich es allein nicht hinkriege. Oktay ist dabei gekommen. Hi, hallo. Ich grüße dich. Servus. Du wirst mal kurz die Kamera halten, denn ich werde euch immer zeigen, wie ich da drauf aussehe. Ich gehe jetzt mal auf die 6.0 Pro. Ich bin 1,90 Meter, wiege 110 Kilo. Wir machen mal einen Ständer hoch, nur dass ihr mal einen Eindruck habt, wie ich da aussehe. Wenn ich jetzt ein Bein oben habe, so kommt das rüber. Ich finde, es ist eine sehr komfortable Position. Wir haben einen schönen Winkel hier drin, ein bisschen fast wie so Cruiser-mäßig Harley Davidson war, muss man echt sagen. Und es ist angenehm, einfach angenehm. Was sagt ihr Leute? Mit 1,90 Meter dicke Platz. Der Kollege ist ultra nett, wir machen jetzt mal ein paar Fahrszenen. Ich weiß, wir haben kein Kennzeichen dran, deswegen, ich mache jetzt hier mal einfach über den Kreis, weißt du, so ein bisschen oder hier lang fahren. Dann nehme ich euch ein paar Fahrszenen auf, weil das muss schon sein, bevor wir dann gleich mal mit Tracky testen, wie schnell das Ding beschleunigt. Die Farbe ist auch böse, oder? Richtig Batman-mäßig, Hammer. Auch wenn ich jetzt hier nur ein paar Meter fahre. Sicherheit ist wichtig, deswegen habe ich jetzt einen Helm hier und natürlich auch meine Handschuhe, Mopedkleidung. Ihr habt es ja selber zu mir mal gesagt, dass ich die brauche und ihr habt doch vollkommen recht. Wenn ihr Bock habt, auch darauf hier gerade von AGV den Helm und sowas, schaut mal auf meine Seite. Da habe ich auch einen Blog erstellt, werde ich zu dem Bike auch einiges schreiben. Das bedeutet www.efever-moto.de und da seht ihr auch die Details nochmal, meine Impressionen. Schaut gerne vorbei.
Was darf natürlich nicht fehlen, und zwar eine Trackie-Testung. Ich habe den Kollegen gefragt, ob er für mich fahren kann, weil ihr seht es hier selber, die Strecke war ein bisschen nass, ich habe es mir nicht getraut. Deswegen ist ein neues Bike und so, und da habe ich ihn gefragt, er macht das jetzt gerne. Ihr seht in der linken Seite jetzt die Trackie-Testung, das bedeutet, ich vertone das alles jetzt im Hintergrund in meinem Studio bzw. im Wohnzimmer. Wir haben jetzt hier den ersten Lauf. Ich habe ihm gesagt, so wie er sich zutraut, soll er jetzt beschleunigen. Am besten natürlich Vollgas, das macht er auch. Und da seht ihr gleich die Fahrwerte und die sind richtig, wirklich richtig geil. Jetzt seht ihr nur auf 30, 2,9 Sekunden und nur auf 50 in 6 Sekunden. Das sind super Werte. Wir haben gleich nochmal in einem Lauf 60 km/h drin. Und da seht ihr auch, dass untenrum der Druck echt enorm ist. Wir haben wieder eine kleine Beschleunigung hier, zurück zum Startpunkt, und da könnt ihr ohne Probleme schön mitfließen. Ich muss fairerweise sagen, ich glaube, das Moped ist schneller als die DMG. Jetzt zweiter Lauf, guckt es euch an. 30, jetzt haben wir 40, 50 und es zieht eiskalt hoch. Wahnsinn, 60 km/h in 8 Sekunden. Das sind Top-Werte. Ernst, Leute, ich bin echt zufrieden. Was sind das bitte für kranke Fahrwerte? Ihr habt es gesehen, ich habe schon direkt auf die Daten geguckt und habe gesehen, deutlich schneller als meine DMG. Das Bike rockt richtig. Ihr wundert euch jetzt sicher, was für eine Farbe ist das jetzt? Nämlich eine andere. Die Schwarzmatte hat gerade jemand abgeholt, wurde schon verkauft. Ich habe mich nicht selber getraut, hier zu lang zu fahren, weil es ein bisschen nass ist. Und ihr wisst mit neuen Bikes, wie das ist. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen hat der Kollege das gerade mal übernommen. Aber vom Beschleunigungswerten ist das doch sensationell, oder? So Leute, ich habe noch nicht über ein Thema gesprochen, nämlich den Preis. Und ich stehe jetzt hier mit dem Chef zusammen und habe mit ihm jetzt wirklich viel gesprochen und verhandelt. Der UVP-Preis von dem 6.0 Pro, den ich jetzt hatte. 6.900 €. 6.900 €. Und ich habe gesagt, ach, können wir nicht was machen für die Community? Ihr seid mir sehr am Herzen, ihr wisst, wie es ist. Und ich habe jetzt mit Sihat gesprochen. Jeder Kunde, der hierher kommt von euch, aus der E-Fieber-Community und das Codewort dann vor Ort hier mit E-Fieber sagt, der erhält wie viel Rabatt? 200 € Rabatt erhält er. 200 € Rabatt, das ist doch heftig. Es kann auch sein, dass der Preis sich ändert und sowas. Ihr bekommt immer 200 € Rabatt und das finde ich sehr fair. Das ist ein netter Zug von dir, vielen Dank dafür. Super. Und in diesem Sinne, verschickst du eigentlich auch die Bikes oder wie ist der Ablauf? Wir können sie auch verschicken, das ist kein Problem. Wir können sie auch verschicken. Das heißt, stellt einfach die Anfrage her, sagt E-Fieber in der Haus und dann geht's hier richtig los. So ihr Lieben, abschließend, wir haben das Bike jetzt wirklich gerockt. Ich finde es mega, hat eine richtig heftige Beschleunigung. Ihr müsst ja denken, gerade im urbanen Bereich mal an der Ampel wegziehen und sowas ist kein Problem mit dem Teil. Finde ich echt klasse. Und jetzt kommt ein Auto hinter mir, was ich euch noch sagen wollte. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen hektisch. Ich habe eine sehr adrenalinhafte Art an mir. Aber ihr müsst auch wissen, ich habe manchmal enge Zeitfenster. Das heißt, ich bin jetzt bei dem Bike dann da, dann kommt der Kunde schon. Ich habe nur eine Stunde, 2 Stunden Zeit, um das zu filmen. Deswegen muss ich da mal ein bisschen Dampf auf den Kessel machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich denke, das Bike kam gut rüber und ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut mal unter meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr eine Mitgliedschaft mitmachen. Ich habe echt manchmal die Situation, dass ich jetzt neue rote Mikrofone kaufen muss oder neue Kamera und so. Und da ist jeder Support einfach Gold wert. Deswegen, wenn ihr Bock auf eine Kanalmitgliedschaft habt, das kostet nicht mal viel. Ich glaube, das billigste sind 2 € oder 1,99 € oder sowas. Macht gerne mit, würde mich sehr freuen und wir wachsen in der Community. Und ich versuche euch, wie gesagt, jetzt in Zukunft auch immer mal einen geilen Pfeffer, ein geiles Bike hinzustellen und für euch zu testen. Von daher, sagt gerne mal, was ihr zu dem Bike denkt, was man vielleicht noch besser machen kann oder was euch gerade daran gefällt. Ich finde die Lösung jetzt mit dem Akku zum Beispiel sehr optimiert gelöst, das ist top. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.